Natürlich, wie gesagt, gehört da ganz schön viel Vertrauen zu, einfach mal sich zurückzunehmen und nicht so viel zu tun, weil wir ja wirklich so indoktriniert sind von dieser Gesellschaft zu tun, damit wir beweisen, dass wir gut sind und wertvoll. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viel erreichen, paradoxerweise, indem wir uns aktiv bewusst Pausen gönnen. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wie immer freue ich mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, beziehungsweise mir deine Zeit schenkst, dass wir hier gemeinsam in die Tiefe gehen, meist mit unserem guten Freund Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, damit wir das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem ablegen, lernen und es mit einem liebevollen Denksystem ersetzen. Was ich heute mit dir besprechen möchte, ist die Macht der Pause. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mich der Oktober sehr dazu einlädt, in eine Art Pause zu gehen. Und deswegen habe ich dieses Thema Pause mal so ein bisschen in mir wirken lassen. Was bedeutet Pause eigentlich? Wo sehen wir vielleicht auch in anderen Werken oder irgendwo um uns herum, dass Pause immer eine sehr, sehr gute Idee ist? Und ja, dahin gehen wir heute mal. Ich schaue mal, wohin uns diese Idee so führt, beziehungsweise ich will jetzt schon sagen, dass diese Folge auch nicht so lang werden wird, weil ich ja tatsächlich diese Pause, die ich irgendwie innerlich fühle, auch wirklich leben möchte. Und ich weiß halt auch immer, dass wenn das Leben uns dazu aufruft, eine Pause zu machen, wir oft vielleicht auch unruhig werden könnten, weil wir so denken, ich habe noch so viel zu erledigen, ich kann mir gar keine Pause gönnen, oder die Gesellschaft uns eingeredet hat, wer Pause macht, ist faul und nicht fleißig und gehört nicht dazu, weil was alles damit einhergeht, was wir empfinden, wenn wir mal so ganz bewusst eine Pause machen, ist ja auch wichtig. Eine kurze Durchsage in eigener Sache. Weißt du eigentlich, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen? Die Gruppe heißt Starke Gefährten. Wir wollen uns gegenseitig an das Wesentliche erinnern, während wir das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern durcharbeiten. Also, falls du dieses Jahr am 1. Januar auch sehr euphorisch mit dem Übungsbuch begonnen hast und merkst, die Euphorie ist so langsam abgeebbt oder du hast sogar tatsächlich eine Pause eingelegt, oder falls du nicht mehr alleine durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen willst, dann komm gern dazu unter www.patreon.com/365Tage-Wunder findest du alle Informationen. Ich freue mich, wenn du zu unserer Kursgruppe kommst. Ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast, so wirklich bewusst zu sagen, ich mache mal einen Tag nichts, 5 Minuten nichts, 3 Wochen nichts, ein Jahr nichts, ich weiß es nicht, und mal geschaut hast, was da so mit dir passiert. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir uns gar nicht erlauben, in die Pause zu gehen. Dabei zeigt uns sogar die Natur, dass Pause machen super wichtig ist für den nächsten Schritt, für das nächste Kapitel, für einen Zyklus. Wir merken ja, im Frühling fängt an, die Natur wieder lebendig zu werden. Dazu hatten wir ja auch schon eine Folge hier im Happy Cool Love Podcast. Und dann im Sommer sind wir in voller Blüte, ist alles lebendig und voller Farben. Und im Herbst tragen dann gewisse Bäume Früchte, die Naturfrüchte, dann gibt's das Erntedankfest. Und dann merkst du, fällt die Natur in einen tiefen Schlaf. Und es wirkt so, als wenn nichts los ist. Aber unter der Oberfläche passiert ja ganz, ganz viel dadurch, dass die Natur sich eine Pause gönnt. Und wir Menschen sollten eigentlich, wenn wir gesund leben wollen, im Einklang mit der Natur leben, was wir vor allem als Stadtmenschen, und dazu gehöre ich auch tatsächlich, verlernt haben. Die Weisheit der Natur zu beobachten. Es hat einen Grund, warum es den Winter gibt und diesen Rückzug und diese fast öde Landschaft. Es hat einen Grund,
Es wirkt doch nur so, als wäre es öde. Wir wissen gar nicht, was alles unter der Oberfläche passiert, damit das noch kräftiger und neuer zurückkommen kann. Und so dürfen wir auch unsere Pausen verstehen, dass wir immer wieder uns mal kurz zurücknehmen. Diese Macht, diese Kraft, die in diesem Zurücknehmen steckt, die verpassen wir oft, weil uns das Ego immer wieder dazu einlädt, ganz viel zu tun. Wir sind oft gar nicht mehr ein Human Being, also ein Bewusstsein oder ein Wesen, das wirklich in seinem Sein verankert ist, sondern wir sind ganz oft Human Doings, also wir tun ganz viel. Wenn wir dem Ego zuhören, haben wir ganz viele Aufgaben, ganz viele Verantwortlichkeiten, ganz viele Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen, und zwar schnell, 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 schnell. Ich muss tun, damit ich dazugehöre. Ich muss tun, damit mich jemand liebt. Ich muss tun, damit ich Geld verdiene. Ich muss tun, damit ich mich wertvoll finde und damit ich weiß, dass ich irgendwie Anerkennung verdient habe. Ich muss leiden für das Geld, was am Ende des Monats auf mein Konto kommt. Dann gehöre ich dazu, dann beweise ich, dass ich wie die anderen bin. Aber manchmal ist es ganz gut, dieses sehr geschäftige Tun des Ego zu hinterfragen und sich auch mal Pausen zu gönnen. Weil ich glaube, in dieser Pause regenerieren wir. Wir signalisieren auch etwas. Wir signalisieren, dass wir alles gegeben haben, was wir geben konnten. Alles, was uns möglich war, getan haben. Und jetzt, wie ein Kurs in Wundern uns sagt, zurücktreten und Gott die Führung überlassen. Gott, übernimm du ab hier, sagen Pausen auch, weil ich habe alles getan und ich weiß, nur du kannst jetzt noch das hinzufügen, was fehlt, damit das hier etwas anderes wird, etwas Neues wird und sich ein neuer Weg für mich aufzeigt. In der Bibel, da lernen wir ja auch, dass Gott am 7. Tag ruht. Irgendeine Nachricht hat das ja auch für uns, dieses Gott ruht an einem Tag. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Wort wörtlich nehmen müssen, aber irgendetwas ist ja in dieser Idee von Ruhe für uns drinne. Was signalisieren wir denn durch diese Ruhe? Wie ich eben gerade schon gesagt habe, wir sagen, ich habe alles getan. Ich vertraue jetzt, dass der nächste Schritt von einer höheren Ebene kommt und mir zeigt, was als nächstes zu tun ist. Aber solange ruhe ich in dieser vollkommenen Gewissheit, dass ich gerade alles bin und alles vollendet ist und ich einfach jetzt nur noch ins Empfangen rüber switchen darf. Ich will jetzt zurückfinden ins Empfangen, um zu wissen, was dann als nächstes für mich zu tun ist, zu sagen ist, wohin zu gehen ist, weil ich glaube, wenn wir uns nicht immer wieder zyklisch auch Pausen gönnen, wir oft verpassen, was das Universum, was Gott, was der Heilige Geist uns sagt. Also, Gott ruhte am 7. Tag heißt, irgendwie zyklisch brauchen wir auch immer eine Pause. Das ist, was ich zumindest aus dieser Botschaft Gott ruhte am 7. Tag mitnehme. Und auch bei den Kabbalisten oder im jüdischen Glauben gibt's den Schabbat und dort ruhen die Menschen jeden Samstag, um wieder in die Verbindung zu gehen, um sich in dieser Zurückhaltung zu üben, um zu wissen, hier ist jetzt wirklich Vertrauen angesagt und nicht tun, weil ich den Prozess dadurch tatsächlich intensiviere, also in dem Sinne für mich vorantreibe. Natürlich, wie gesagt, gehört da ganz schön viel Vertrauen zu, einfach mal sich zurückzunehmen und nicht so viel zu tun, weil wir ja wirklich so indoktriniert sind von dieser Gesellschaft zu tun, damit wir beweisen, dass wir gut sind und wertvoll. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viel erreichen, paradoxerweise, indem wir uns aktiv bewusst Pausen gönnen, Stille gönnen, Ruhe gönnen. Egal wie laut das Ego dann wird und sagt, aber ich habe noch ganz, ganz viel zu tun. Sogar der Kurs sagt ja ganz oft, dass es eigentlich gar nichts zu tun gibt. Wobei das dann nicht heißt, dass du hier apathisch rumsitzen sollst und einfach nur alles an dir vorbeiziehen lassen sollst, sondern der Kurs macht uns auch darauf aufmerksam, dass wir nicht so viel tun müssen im Außen, sondern nach innen zurückkehren, wo wir dann wieder erfahren, dass wir bereits alles sind, dass Gott bereits alle Antworten für uns hat, dass wir bereits alles haben
und wir aus diesem Gewahrsein, in dieser Verbindung wieder in dieser Welt aktiv werden können, weil das dann wirkliches Tun ist. Dieses kopflose, manchmal auch verzweifelte Tun mit dem Ego gemeinsam ist ja kein wirkliches Tun. Das ist eigentlich eher Versuchen, die Kontrolle zu bewahren. Das ist, was das Ego mit dem vielen Tun auch will. Es will die Welt kontrollieren, es will die anderen kontrollieren, es will die Meinung über dich kontrollieren. Aber kein Tun aus dem Ego heraus wird diese Welt kontrollieren. Kontrolle ist ein Trugschluss des Ego. Wir können nicht sicherstellen, dass wir die Welt kontrollieren durch unser Tun. Wie wir am besten Kontrolle haben, will ich jetzt mal sagen, ist, indem wir die Kontrolle wieder dorthin geben, wo sie hingehört, nämlich einer höheren Ebene, die uns aufzeigt, was wir für einen höheren Willen zu tun haben, wo wir hinzugehen haben, was wir zu sagen haben, damit wir wirklich dienlich sind. Also, die Quintessenz von heute, dieser Folge, dieser sehr kurzen Folge, ich weiß, ist, dass ich dich dazu einladen will, dir Pausen zu gönnen. Und dann auch zu schauen, was kommt da in mir hoch, wenn ich sage, ich nehme jetzt aktiv mir mal einen Samstag frei oder einen Sonntag frei oder eine Woche frei und tu mal ganz, ganz bewusst gar nichts. Außer das, wo ich weiß, das kommt von innen heraus, aus meiner Intuition. Das ist, was ich vielleicht noch tue. Alles andere lass ich mal sein. Alle Verpflichtungen können doch mal eine Woche ruhen. Davon wird diese Welt nicht untergehen. Davon wird auch deine Welt nicht untergehen, auch wenn das Ego es dir echt gern einreden will. Und wenn wir das können, wenn wir uns mehr in dieser Zurückhaltung, in dieser Pause üben, dann sind wir in dieser Welt und wirken, als wären wir von dieser Welt, aber wir sind es gar nicht. Ich lese uns dazu mal aus der Lektion 155 etwas sehr, sehr Schönes vor. Ich glaube, das habe ich uns schon auch so einige Male schon vorgelesen, aber es ist immer wieder wundervoll, wie uns ein Kurs im Wundern aufzeigt, wie wir auch in dieser Welt sein können, wenn wir aufhören, so geschäftig zu sein und mehr in dieser Zurückhaltung und in diesem Zyklus von ich tue etwas und dann nehme ich mich wieder zurück, ich mache eine bewusste Pause und dann höre ich, was wieder für mich da ist, was ich im Auftrag von Gott tun darf und das tue ich dann wieder und dann nehme ich mich wieder zurück. Es ist wie so das Meer. Also wir sehen es überall in der Natur gespiegelt, wir hören es in der Bibel, wir tun und dann nehmen wir uns wieder zurück. Ich hoffe, dass wir uns viel, viel öfter Pausen gönnen. Ich merke echt, dass ich das manchmal auch zu wenig tue. Also, ich lese uns jetzt mal aus der Lektion 155 den ersten Absatz vor. Der Leitgedanke der Lektion 155 lautet, ich will zurücktreten und ihm, in Großbuchstaben, die Führung überlassen. Es gibt eine Art, in dieser Welt zu leben, die nicht hier ist, auch wenn sie es zu sein scheint. Du veränderst deine Erscheinung nicht, obschon du öfter lächelst. Deine Stirn ist heiter, deine Augen blicken ruhig. Und diejenigen, die wie du die Welt durchschreiten, erkennen die ihren wieder. Diejenigen aber, die den Weg noch nicht gesehen haben, werden dich auch wiedererkennen und glauben, dass du bist, wie du es vorher warst. Ich finde diesen Hinweis auch so schön, dass nicht jeder zwinglich erkennen muss, dass du aus einem anderen Bewusstsein hier bist. Es wirkt, als wärst du ein ganz normaler Mensch und wärst auch im Ego-Denksystem total zu Hause, aber irgendwie ist es das nicht. Und Menschen, die dieses irgendwie ist es das nicht auch erkannt haben, werden sehen, dass du vielleicht anders durch diese Welt schreitest und die das aber noch nicht für sich erfasst haben, die werden denken, du bist wie sie. Also ein höherer Geisteszustand muss jetzt nicht sehr auffällig sein in dieser Welt. Ich glaube, er wirkt wahrscheinlich auch sehr alltäglich und es zeigt sich in diesen kleinen Interaktionen schon, wo du bist. Ob du jemandem ein Lächeln schenken kannst, ob du dich an der Liebe, die dir gerade gezeigt wird, erfreuen kannst. Kannst du dich mit anderen freuen, wenn du merkst, okay, sie sind liebevoll und gütig zueinander. Berührt das dein Herz? Schon in diesen Kleinigkeiten, in diesen kleinen, vermeintlich Interaktionen
ist so viel Liebe, die freigesetzt wird. Und ein höheres Bewusstsein muss jetzt nicht irgendwie pompös wirken oder du musst jetzt nicht durch die Welt gehen und die ganze Zeit Wunder bewirken, so wie Jesus es getan hat. In dieser kleinsten Interaktion, wo du maximale Liebe teilst, ist schon alles gut und alles passiert. Ich glaube, zum Schluss möchte ich noch ein kurzes Gebet für uns alle sprechen, dass wir uns trauen, Pausen zu leben und auch vertrauen, dass diese Pause genauso wichtig wie dein Tun ist. Also wenn du magst, dann und auch kannst natürlich, dann such dir jetzt kurz eine ruhige Ecke, machst dir dort bequem und wenn du soweit bist, dann schließ doch gern deine Augen mit mir und wir beten. Lieber Gott, ich übergebe dir mein Leben. Führ mich durch diese Zeit, durch diese Pause, durch dieses Nichtstun, durch diese Stille, mit deiner Liebe und deiner Fürsorge und deiner Güte. Lass mich die lauten Stimmen des Ego übergehen, die mir jeden Tag sagen, wie wichtig es ist, ganz viel zu tun, damit ich dazugehöre, damit ich beweise, dass ich nicht faul bin, damit ich beweise, dass ich wertvoll bin. Denn das Ego lügt und das weiß ich, immer wenn ich mich mit dir verbinde, der du mir sagst, dass ich bereits alles bin und alles habe und dass mein Tun damit gar nichts zu tun hat. Ich kann tun aus der Gewissheit, dass ich dein geliebter Sohn bin, oder ich kann tun aus der Verzweiflung des Ego, weil ich denke, ich muss beweisen, dass ich wertvoll bin. Ich möchte gern tun aus der Gewissheit, dein geliebter Sohn zu sein. Also wähle ich ganz bewusst diese Pause, zu der du mich einlädst, für mich zu nutzen. Mich mit dir zu verbinden, mit der Wahrheit zu verbinden, mit dem, was wirklich zählt, zu verbinden, damit ich die Stärke habe, ruhig zu bleiben, auch wenn Nichtstun angesagt ist. Im Vertrauen zu bleiben, zurückzutreten und wirklich gewiss zu sein, dass auch diese Pause, die zum Leben gehört, mich stärken wird, mich mit neuer Energie bereichern wird, die ich dann wieder in diese Welt hineintragen kann, damit ich ein Segen bin. Jede Pause ist ein Geschenk und ich möchte deine Geschenke annehmen und sie nicht von mir stoßen. Also Gott, gib mir die Kraft, mit dir zu gehen, zurückzutreten, Vertrauen zu haben. Egal, wie laut das Ego etwas anderes von mir will. Ich danke dir. Ich gehe mit dir. Amen. Ich danke dir, dass du heute wieder hier warst. Ich freue mich natürlich auch immer über dein Feedback. Wie geht's dir gerade? Hast du auch das Gefühl, dass dir eine Pause sehr gut tun würde? Und gibt es trotzdem irgendeine Herausforderung, wenn du denkst, oh, ich möchte mir eine Pause gönnen? Was hörst du da in dir? Was sagt dein Ego vielleicht dazu? Hinterlass mir gern ein Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ich glaube, wahrscheinlich sprechen wir uns allerhöchstens erst Ende Oktober wieder. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf. Deine Peri.